I thought I'll just mend it with something they already know, and since I love doing rock and roll, it's kind of a pretty good choice for me. Heute widmen wir uns der herzzerreißenden und ergreifenden Geschichte von David Garrett, einem Violin-Wunderkind, das mit seinen Fähigkeiten die Menschen weltweit in seinen Bann zog. Bekannt für sein außergewöhnliches Talent und seine Fähigkeit, aktuelle Rockmusik mit klassischer Musik zu verbinden, erlangte David Garrett schon in sehr jungen Jahren Ruhm. Hinter den Kulissen hat er jedoch auch viel Kummer und Leid erfahren. Wie kam es dazu, dass das Leben des musikalischen Wunderkinds nach seinem internationalen Ruhm eine tragische und unerwartete Wendung nahm? Wir zeigen Ihnen die beruflichen Höhen und Tiefen von David Garrett sowie die tragischen Ereignisse, die seinem Leben eine unheilvolle Wendung gaben. Bevor wir beginnen, würde ich gerne wissen, ob Sie die Schwierigkeiten, die David Garrett in seinem Leben hatte, kannten oder ob dies für Sie neu war. Wenn Sie seine Geschichte bereits kannten, geben Sie eine 1. Wenn Sie erst jetzt davon erfahren, geben Sie eine 0. Lassen Sie uns Ihre Gedanken hören. Schauen wir uns nun das Leben von David Garrett genauer an. Das Privatleben und die rechtlichen Probleme von David Garrett. Davids Leben war in den vergangenen 2 Jahren voller Herausforderungen und ungünstiger Nachrichten. Ashley Juden, eine ehemalige Pornodarstellerin, die mit dem deutschen Stargeiger verlobt war, beschuldigte ihn 2016 der Körperverletzung, was zur Zerstörung des Images des perfekten Schwiegersohns führte. Lange Zeit hat Garrett zu dem Thema geschwiegen, doch nun hat er sich zur Überraschung aller zu den Vorwürfen geäußert. David Garrett und seine Ex-Partnerin einigten sich nach einer gerichtlichen Auseinandersetzung vor dem obersten Gerichtshof von New York auf einen privaten Vergleich. Beide Parteien waren an dem Fall beteiligt. Die von Garretts ehemaliger Partnerin, einer 28-jährigen Ex-Filmschauspielerin, erhobenen Vorwürfe der Misshandlung und Manipulation wurden von Garrett entschieden zurückgewiesen. In einer Erklärung vom Februar 2016 behauptete er, ich bin niemand, der sich aggressiv verhält, das liegt einfach nicht in meiner Natur. Garrett wies diese Behauptungen entschieden zurück. Bei einer späteren Gelegenheit erklärte er in einem Interview mit der deutschen Tageszeitung Die Welt, dass sein ehemaliger Partner ihn zu Unrecht kritisiert habe. Ashley Juden reichte eine medienwirksame Klage gegen Garrett ein und forderte Schadensersatz in Höhe von $12 Millionen. Jede einzelne Anschuldigung, die gegen den Musiker erhoben wurde, wurde von ihm zurückgewiesen. Unter anderem wird behauptet, dass David Garrett am 13. August 2014 eine Reservierung für einen Begleitservice für Ashley Juden vorgenommen hat. Kurz darauf verliebten sich die beiden Personen ineinander und begannen kurz darauf, sich zu verabreden. Nach diesem Punkt beginnen sich ihre Erzählungen jedoch zu unterscheiden. Ashley Juden behauptet, dass ihre anfängliche Meinungsverschiedenheit mit Garrett in der Weihnachtszeit 2014 stattfand, als Garrett Berichten zufolge beabsichtigte, einen Sklaven zu bestellen, dies aber nicht tat. Außerdem behauptet sie, dass Garrett im Januar 2015 in einen Unfall mit seiner Ex-Freundin verwickelt war, der zu einem Krankenhausaufenthalt führte. Außerdem soll er sie genötigt haben, ein Getränk zu konsumieren, das er für sie bereitgestellt hatte. Im Rahmen eines Streits im Oktober 2015 wurde Garrett beschuldigt, ihr eine Rippe gebrochen zu haben, indem er sie auf einen Tisch stieß. Bei dem Vorfall im Januar 2016 wurde er beschuldigt, sie verletzt und ihr Mobiltelefon beschädigt zu haben, damit sie nicht in der Lage war, die Behörden zu kontaktieren. Die Erklärung, die Garrett vor der ganzen Welt abgab, lautete, es gibt keine Gewalt in meinem Leben. Die Beziehung zwischen den beiden endete im Februar 2016 und er beharrt weiterhin darauf, dass er in jeder Angelegenheit die unschuldige Partei ist. Wenn Sie einen Rat brauchen, können Sie sich gerne an eine meiner früheren Freundinnen wenden. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich der geduldigste und vernünftigste Mensch bin, den ich kenne. Und soweit ich weiß,
habe ich in meinem ganzen Leben weder eine Frau noch einen Mann geschlagen. Das sollte kein Geheimnis sein. Garrett wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass alles, was zwischen ihm und Ashley Juden stattfand, einseitig und frei von jeglicher Art von Zwang oder Gewalt war. Außerdem erwähnte Garrett, dass David Garretts Vater, Georg Bongartz, seinen Sohn unterstützte und ermutigte. Obwohl David Garrett ein anständiger und fürsorglicher Mensch ist, möchte er häufig ausgenutzt werden. Auch nach all den Jahren der Erfahrung hat er immer noch Angst vor jedem Auftritt, obwohl er schon seit seiner Kindheit auf der Bühne steht. Fehler sind etwas, das jeder macht. Ich war ein Empfänger davon. Ich bin ein großer Fan davon, Fehler zu machen. Es macht viel mehr Spaß, in einer Live-Arena zu spielen. Das Endergebnis ist, dass alles wieder zum Leben erweckt wird. Das folgende Zitat von ihm stammt aus einem Interview. Ich erwarte immer etwas, das ich nicht erwartet habe. Die gegenwärtige Lage und die Hindernisse, mit denen David Garrett konfrontiert ist. Garrett scheint eine bestimmte Sache aus seiner Vergangenheit sehr zu bedauern. Seine Beziehung zu Ashley Juden, seiner ehemaligen Verlobten. Ihre Beziehung nahm eine unerwartete Wendung, als sie eine Klage gegen ihn einreichte und behauptete, er habe ihr während ihrer intimen Momente Schaden zugefügt. Es ist klar, dass diese Situation schwer auf ihm lastet. Diese Anzeige veranlasste die 37-Jährige zu einer Gegenklage wegen Verführung, in der sie die gegen sie erhobenen Vorwürfe bestritt. Können Sie bitte die aktuellen Umstände erläutern, die sich ergeben haben? Am aktuellen Stand der Dinge hat sich nichts geändert. Der geforderte Betrag belief sich auf 18 Millionen Euro. Es wurde festgestellt, dass die Verfahren abgeschlossen sind und der Fall geklärt ist. In den Medien kursieren Gerüchte, die darauf hindeuten, dass letztlich ein Kompromiss gefunden wurde, der im Fall von Garrett ein deutliches Zeichen für menschliches Leid war. Andererseits betonte er, dass das Thema nicht ignoriert wurde. Für viele Menschen war es ein schwieriger Lebensabschnitt und ein äußerst entmutigendes Ereignis. Er dachte darüber nach, dass man in der Lage sein muss, es zu verstehen. Das war ein bedeutendes Ereignis, das mich gelehrt hat, vorsichtiger mit meinen Freundschaften umzugehen. Und es war absolut einschneidend. Trotz allem, was passiert ist, gibt Garrett die Hoffnung nicht auf, die wahre Liebe zu finden und plant, in Zukunft eine Familie zu gründen. Er hat das Ziel, eine Familie zu gründen. Aus diesem Grund werden sie aufgefordert, über die Personen nachzudenken, die sie in ihren inneren Kreis aufgenommen haben. Andererseits räumt er ein, dass es nur ein kleines Problem gibt. Sie müssen zuerst die richtige Frau finden und dann werden wir sehen, was passiert. Garrett gibt zu, dass sein Liebesleben nicht sehr glücklich war, obwohl er eine sehr erfolgreiche Karriere in der Musikindustrie hatte. In einem offenen Gespräch mit der Bunten spricht er über die Schwierigkeiten, eine Liebesbeziehung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig seiner Leidenschaft für die Musik zu folgen, ständig zu reisen und wenig Zeit für seinen Alltag zu haben. Er gibt offen zu, ich habe viel Zeit in der falschen Gegend verbracht. Ich war nur bedient, aber nachdem ich einige Monate abwesend war, konnte ich nachvollziehen, was vor sich ging. Ein Beispiel dafür wäre eine Ex-Freundin. Er ist der Meinung, dass die Tatsache, dass sie mich betrogen hat, uns nicht daran gehindert hat, trotz dieser Umstände eine wunderbare Zeit miteinander zu verbringen. Andererseits hält Garrett Unehrlichkeit und Untreue für Anforderungen, die nicht erfüllt werden können, und er betrachtet sie als disqualifizierend. Als er in Israel war sie diejenige, die ihn überredete, sich an der Joliot School in New York zu bewerben. Garrett ist der Meinung, dass die Gründung einer Familie in dieser Zeit nicht mit Sicherheit möglich ist. Wie kann ich einem Kind helfen? Und wie kann ich einem Kind helfen, das auf der anderen Seite steht? Wenn ein Kind Liebe und Fürsorge braucht, habe ich einfach nicht die Zeit, mich ihm zu widmen, weil ich Künstler bin. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Wenn jemand eine Unwahrheit sagt, erzählt er unmittelbar danach eine weitere Lüge.
Es gibt 240 Tage im Jahr, an denen ich auf Tournee bin, und es ist nicht erlaubt, ein Baby auf Langstreckenflüge mitzunehmen. Im nächsten Teil seiner Erklärung erklärt er, dass ich, wenn ich eine Familie hätte, eine Pause von Auftritten und Tourneen einlegen müsste. Wenn es darum geht, dieses Opfer zu bringen, ist der 44-Jährige noch nicht bereit. Obwohl David Garrett jetzt in einer festen Beziehung mit seiner Freundin ist, gibt er einige Informationen über sie nicht preis, weil er ein Höchstmaß an Vertraulichkeit wahren möchte. Obwohl sie gut zu mir passt, gehört sie nicht zu den Damen, die mir auf dem roten Teppich die Show stehlen wollen. Sie hat einen schönen Beruf und ein eigenes Leben, und sie schleicht sich auf einige meiner Veranstaltungen, ohne dass jemand etwas davon weiß. Individuelle Entwicklung und familiäre Bindungen. Ich habe großen Respekt vor ihr, und Garrett unterstreicht, dass er ihre Identität nicht veröffentlichen möchte, weil sie sonst im Internet viel Kritik auf sich ziehen würde, was er ihr zuliebe verhindern möchte. Der Lebensstil, den David Garrett führt, ist ein gutes Beispiel für die dynamische Wechselwirkung zwischen den Schwierigkeiten der Liebe und den Errungenschaften des Berufslebens. Trotz seines enormen Ruhmes, der sich in über 4,5 Millionen verkauften CDs und ausverkauften Konzerten niederschlägt, hat er sich seine Bescheidenheit und Bodenständigkeit bewahrt. Dies zeigt sich an der engen Beziehung zu seiner Mutter und dem Rest seiner Familie. Der Weg, den er eingeschlagen hat, war ein Weg des persönlichen Wachstums, der Stärkung der familiären Beziehungen und der Entwicklung seiner künstlerischen Fähigkeiten. In einem Interview, das vor nicht allzu langer Zeit stattfand, brachte Davids Mutter ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass ihr Sohn ein aufrichtiger, offener, ehrlicher und generell angenehmer Mensch ist. Sie bezeichnete ihn auch als ihr Kind. David ist bekannt für seine Bereitschaft, den Mitgliedern seiner Familie gegenüber Mitgefühl zu zeigen. Und er ist auch dafür bekannt, ein netter und sanfter Mann zu sein. Außerdem ist David für seine Freundlichkeit bekannt. In Anbetracht der Tatsache, dass er ein sehr mitfühlender Mensch ist, können sich seine Anhänger nicht vorstellen, dass er sich jemals unhöflich gegenüber seiner Ex-Freundin verhalten hat. Am Ende des Gesprächs sagt sie, er ist ein wunderbarer Sohn. Die Tatsache, dass Davids Mutter ihn auf seinen Tourneen begleitet, ihn hinter der Bühne unterstützt und aktiv an den strengen Vorbereitungen für seine Auftritte teilnimmt, beweist, dass David großen Wert auf die Beziehung zu seiner Familie legt. Das ist kein Geheimnis. Darüber hinaus betont David die Einzigartigkeit ihrer Beziehung und das Ausmaß, in dem er die Zeit mit ihr genießt. Obwohl David berühmt ist, betrachtet ihn seine Mutter weiterhin als ihr Kind. Nach einer kleinen Pause, in der er über die Gründe für ihre Gefühle nachdenkt, fährt David fort, indem er erklärt, dass er sich keineswegs als bekannte Berühmtheit betrachtet. Stars sind keine Leute, die auf der Bühne Geige spielen, sondern medizinische Fachleute, die die Fähigkeit haben, Leben zu retten. Darüber hinaus gibt er zu, dass seine Mutter ihn weiterhin zum Arzt begleitet. Dies ist nur ein weiteres Beispiel für die Bescheidenheit, die er in seinem Alltag an den Tag legt. Sie kümmert sich nicht nur um seine Gesundheit, sondern unterstützt ihn auch bei der Bewältigung seines hektischen Zeitplans. David vertritt die Ansicht, dass Musiker daran gewöhnt sind, unter schwierigen Bedingungen zu spielen und dass sie bereit sind, sowohl physische als auch psychische Beschwerden auf sich zu nehmen, um ihre Ziele zu erreichen. Obwohl sie früher eine Karriere als Balletttänzerin hatte, wird sich seine Mutter ihrer eigenen körperlichen Grenzen erst bewusst, als sie mehrmals befragt wird. Die Aussage, er kümmert sich sehr gut um mich und wir kümmern uns umeinander, ist Ausdruck ihres Einverständnisses mit ihm und unterstreicht die tiefe Verbundenheit, die sie teilen. Die Interaktionen zwischen den beiden sind von echter Sorge geprägt und sie unterstützen sich gegenseitig, wenn sie schwierige Situationen durchleben. Ihrer Meinung nach sind zwei der wichtigsten Dinge, dass man sich wirklich um das Wohlergehen der anderen Person kümmert und ihre Gesundheit und ihr Glück ernst nimmt. Obwohl David ihr zustimmt, zeigt er auch, wie
wie wichtig ihm eine echte Kommunikation ist. Sowohl David als auch seine Mutter haben ähnliche Ziele für die Zukunft. Sie wollen ihre Gesundheit, ihr Glück und ihre optimistische Lebenseinstellung bewahren. Als das Thema Enkelkinder zur Sprache kommt, weiß David, dass dies eine sehr private Angelegenheit ist. Er schätzt, dass seine Mutter bereits 3 Enkelkinder hat und reagiert mit einem Scherz und der Aussage, das reicht jetzt. David hingegen konzentriert sich im Moment auf seine musikalischen Bemühungen. Kürzlich hat er herausgefunden, dass er an einer Reihe von spannenden Projekten arbeitet, darunter sein Debüt als Songwriter. Sein Ehrgeiz, sich als Künstler weiterzuentwickeln und gleichzeitig eine enge Beziehung zu seiner Mutter aufrechtzuerhalten, spiegelt sich in dem neuen künstlerischen Weg wider, den er eingeschlagen hat. Im Moment geht es ihm viel besser und er ist motiviert, ein gesünderes Gleichgewicht zwischen seinem Arbeitsleben und seiner allgemeinen Gesundheit und Zufriedenheit herzustellen. Das verriet der Künstler in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung, in dem er darüber sprach, wie die Belastung durch den Erfolg seine Gesundheit fast zerstört hätte. Durch den Dauerstress, dem er durch seine Arbeit ausgesetzt war, hat David Garretts Gesundheit in der Vergangenheit stark gelitten. Gesundheitsprobleme und Genesung. David Garrett war gezwungen, aufgrund seines hektischen Berufslebens viele Entbehrungen auf sich zu nehmen. Der berühmte Musiker merkte in einem Interview an, dass seine Auftritte oft sehr knapp bemessen waren und dass er, obwohl er an schwierigen Tourneen teilnahm und in Übersee tourte, sich stundenlang vorbereitete, manchmal sogar im Van vor dem Schneidersitz. Er bemerkte, dass seine Auftritte oft sehr knapp bemessen waren. Die Tatsache, dass er durch verschiedene Zeitzonen reisen und eine große Anzahl von Auftritten besuchen musste, trug zur Verschlimmerung seines chronischen Stresses bei, der schließlich zu einem Bandscheibenvorfall führte. Unglücklicherweise geschah dies auch dann, wenn der Rest der Besatzung schlief. In der Zeit, in der die Toiletten in der Luft waren, übte er weiter auf ihnen. Mein Herz raste und für einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl, ein Adrenalinbündel zu sein. Während seiner Auftritte im Jahr 2015 kämpfte er mit Herzproblemen und Panikattacken, die seine Leistungsfähigkeit gefährdeten. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Wände hochlaufen könnte und jeder Teil meines Körpers zitterte gleichzeitig. Er fügte hinzu, als ich in diesem Zustand war ich mir absolut sicher, dass ich versterben würde. Im Jahr 2018 gab David Garrett bekannt, dass er gesundheitliche Probleme hatte, was seine Fans verunsichert hat. Der 38-jährige Patient litt seit einigen Monaten an einem schweren Bandscheibenvorfall und hatte Schwierigkeiten, sich von der Krankheit zu erholen. Aufgrund der physiotherapeutischen Behandlung war es ihm unmöglich, Geige zu spielen oder öffentlich aufzutreten. Das war ein schwerer Moment für ihn in diesem Lebensabschnitt. Er sagte, ich kann mich an keinen einzigen Tag in meinem Leben erinnern, an dem ich nicht Geige gespielt habe. Diese Aussage machte er in einem Interview mit Bild. Am Anfang war die Erkenntnis, dass ich mein Instrument nicht mehr habe, eine schreckliche Erfahrung. Meinem Leben schien etwas zu fehlen, das man als typisch bezeichnen könnte, und es schien, als würde ich es vermissen. Trotz der schwierigen Umstände konnte sich der Geigenvirtuose wertvolle Kenntnisse für die Zukunft aneignen. Endlich war der Moment gekommen, in dem ich mich entspannen und die Annehmlichkeiten meiner Häuser in Berlin und New York genießen konnte. Garrett zufolge hat er viele Freunde gefunden und ist viel spazieren gegangen. Da er in der Vergangenheit sehr unglücklich war, beschloss er außerdem, die Arbeit einzuschränken und verbot sich selbst, Spaß zu haben. Es war ein Albtraum, denn ich hatte mein Instrument nicht dabei. Und obwohl er von einer Operation profitiert hätte, entschied er sich dagegen. Ich machte mir Sorgen, dass ich nie wieder Geige spielen könnte, und die Ärzte verboten mir strikt jeden Kontakt mit meinem Instrument. In Anbetracht der Tatsache, dass es sehr gefährlich gewesen wäre, einen Messerschnitt in der Nähe der Nerven vorzunehmen, erklärte er, dass er nun täglich an einer physiotherapeutischen Behandlung teilnimmt. Dass er wieder Geige spielen kann,
und dies mit viel Leidenschaft tut, mag damit zu tun haben, dass er sich derzeit in einer besseren Situation befindet, als er es je zuvor war. Im Laufe seiner Karriere hat sich David Garrett als begnadeter Geigenvirtuose etabliert, der sich intensiv darum bemüht, Aspekte der Crossover-Musik mit der klassischen Musik zu verknüpfen. Ein musikalisches Abenteuer. Im Laufe seiner Karriere hat sich Garrett neben seiner Arbeit als Musiker auch in der Mode- und Filmbranche einen Namen gemacht. Neben dem Film Der Teufelsgeiger, an dem er auch als Produzent maßgeblich beteiligt war, hat er auch eine eigene T-Shirt-Kollektion entworfen. Im Laufe seiner Karriere hatte er die Gelegenheit, auf einigen der wichtigsten Geigeninstrumente zu spielen, wie B, einer Stradivari und einer Guarneri del Gesù. Er war der Künstler, der in einem Jahr die meisten Exemplare verkaufte, was ihm eine Reihe von Auszeichnungen einbrachte, darunter den Europäischen Kulturpreis Taurus und den Eco-Musikpreis, um nur einige zu nennen. Sein herausragendes Talent brachte ihm eine Reihe von Auszeichnungen ein. Zur Demonstration seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten stellte er in den Jahren 2008 und 2010 einen Guinness-Weltrekord als schnellster Geiger auf. Dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Dokumentarfilm über David Garrett und seine jüngsten Enthüllungen anzuschauen, wissen wir sehr zu schätzen. Sowohl sein enormes Können als auch sein Bestreben, sich als Künstler ständig zu verbessern und eine Vielzahl von Musikstilen zu integrieren, sind auf seiner gesamten Reise zu sehen, was eine Anerkennung für beides ist. Sind Sie neugierig, wie er so geworden ist? Schauen Sie zu, wie wir das herausfinden. Die Kindheit. David Garrett entdeckte, dass die Geige ihn in ihren Bann zog, obwohl er erst 4 Jahre alt war. Obwohl sein Vater die Gitarre für seinen älteren Bruder gekauft hatte, war es der kleine David, der von ihr gefesselt wurde. Schnell begann er, sich selbstständig mit dem Instrument zu beschäftigen. Und innerhalb eines Jahres nahm er an seinem ersten Turnier teil und belegte den ersten Platz. Bereits im Alter von 7 Jahren wurde sein Talent deutlich sichtbar. Mit außergewöhnlichem Engagement wurde er in das renommierte Lübecker Konservatorium aufgenommen, wo er seine Fähigkeiten verfeinern konnte. Sein Debüt beim renommierten Kissinger Sommer im Alter von 9 Jahren war ein Erfolg, der die Weichen für eine außergewöhnliche Karriere stellte. Einige Jahre später, im Alter von 12 Jahren, begann er, bei der bekannten polnischen Geigerin Ida Händel Unterricht zu nehmen. Er reiste durch ganz Europa, um sich ihr Wissen anzueignen. Um seine Ziele unabhängiger verfolgen zu können, verließ Garrett im Alter von 17 Jahren sein Elternhaus. Er verbrachte eine kurze Zeit am Royal College of Music in London, aber sein Aufenthalt dort war nur von kurzer Dauer. Rausgeworfen war nicht der offizielle Ausdruck. Nach dem Ende des ersten Semesters wurde beschlossen, dass das RCM und ich getrennte Wege gehen würden. Ich konnte zwar einige Kurse schwänzen, aber ich habe es auch geschafft, heimlich zu üben, was nicht gerade hilfreich war, sagte er in einem Interview, das er 2008 als Reaktion auf Gerüchte über seinen Austritt aus der Organisation führte. Garrett zog 1999 nach New York, um die renommierte Juilliard School zu besuchen, wo er seine künstlerischen Fähigkeiten ausbauen wollte. Unter der Anleitung des berühmten Itzhak Perlman blühte er auf und gewann 2003 den Juilliard-Kompositionswettbewerb mit einer im Stil von Johann Sebastian Bach komponierten Fuge. Sein Talent ging über die Aufführung hinaus. Und 2004 erhielt er sein Diplom, das seinen Platz unter den Großen festigte. Außerdem reiste er nach Israel, wo er in den Sommern 1997, 1998, 1999 und 2002 an den Keshet Ilon Masterclasses teilnahm. Sein Weg von einem neugierigen 4-Jährigen zu einem Virtuosen von Weltrang war geprägt von Leidenschaft, Ausdauer und einer unerschütterlichen Hingabe an seinen Beruf. Karriere. David Garrett fiel schon in jungen Jahren
durch sein außergewöhnliches Talent auf. Als er 11 Jahre alt war, erhielt er seine erste Stradivari-Violine als Geschenk vom deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, direkt nach einem privaten Auftritt. Im Alter von 13 Jahren nahm er bereits 2 CDs auf, trat im deutschen und niederländischen Fernsehen auf und spielte sogar im Haus des Bundespräsidenten, der Villa Hammerschmidt. Im selben Jahr erhielt er die Erlaubnis, die berühmte San Lorenzo Stradivari zu verwenden, die als eine der schönsten Geigen gilt, die Antonio Stradivari in seiner Blütezeit gebaut hatte. Aufgrund seines raschen Aufstiegs bot ihm die Deutsche Grammophon im Alter von 13 Jahren einen Exklusivvertrag an und machte ihn damit zum jüngsten Solisten in der Geschichte des Unternehmens. Als er 16 Jahre alt war, trat er bereits mit den Münchner Philharmonikern unter der Leitung von Zubin Mehta bei den Feierlichkeiten zur 50-jährigen Unabhängigkeit Indiens auf. Er wurde immer bekannter und spielte bereits mit 18 Jahren im Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, das Raphael Frühbeck de Burgos dirigierte. Von den Kritikern wurde er hoch gelobt und er wurde gebeten, auf der Expo 2000 in Hannover zu spielen. Im Alter von 21 Jahren gelang ihm ein weiterer bemerkenswerter Erfolg. Er wurde gebeten, bei den berühmten BBC Proms aufzutreten. Obwohl Garrett in der klassischen Musik erfolgreich war, verlief sein Weg alles andere als konventionell. Während seines Studiums an der Juilliard School schaffte er es, die Raffinesse der Musik mit dem Reiz der Mode in Einklang zu bringen, indem er als Model arbeitete und so für seinen Lebensunterhalt sorgen konnte. Trotz des Drucks durch sein Studium und seine Nebenjobs blieb Garretts Leidenschaft für das Geigenspiel ungebrochen. Aufgrund seines Engagements für seine Karriere erwarb er schließlich seine eigene Geige, ein Meisterwerk von Giovanni Guadagnini aus dem Jahr 1772. Im Jahr 2008 hatte er jedoch einen schrecklichen Unfall, bei dem er ausrutschte, als er die Geige auf dem Heimweg von einem Konzert auf dem Rücken trug und sie dabei schwer beschädigte. Obwohl er die Geige restaurieren lassen konnte, kaufte er fast sofort eine neue Stradivari und sorgte dafür, dass seine Musik nie in Vergessenheit geriet. Seine Fähigkeit, intelligent zu sein, seine Beharrlichkeit und seine immerwährende Hingabe an sein Instrument waren die Markenzeichen von David Garretts Weg vom Wunderkind zum globalen Superstar. David Garretts Leidenschaft für Musik ging über konventionelle klassische Aufführungen hinaus. Er bemühte sich, die Kluft zwischen dem Publikum, das klassische Musik mochte, und dem, das zeitgenössische Musik bevorzugte, zu überbrücken. Bei seinen Konzerten brachte er eine Reihe von Musikstilen zusammen, darunter Rockhymnen, Filmsoundtracks und klassische Sonaten. Einen bedeutenden Schritt in diese Richtung machte er mit seinem 2008 erschienenen Album Encore, das eine Mischung aus klassischen Stücken und modernen Arrangements enthielt, um jüngere Zuhörer anzusprechen. Er veränderte das Aufführungserlebnis, indem er mit seiner Hahn, die aus Klavier, Gitarre und Schlagzeug bestand, der klassischen Musik ein modernes und zugleich energiegeladenes Gefühl verlieh. Garretts Aufstieg zu Ruhm eröffnete ihm Möglichkeiten außerhalb der Musikindustrie. 2007 wurde er zum Botschafter der Monte Grappa Tributo ad Antonio Stradivari Linie ernannt, einer Zusammenarbeit zwischen Montblanc und der Luxusuhrenmarke. Er nahm an Einführungsveranstaltungen in Rom, New York, Hongkong, Berlin und London teil und erhielt als Dankeschön für sein Engagement eine Stradivari aus der Kollektion Gli Archi di Palazzo Comunale. Garretts Performance von Nirvana's Smells Like Teen Spirit bei der Royal Variety Performance im Jahr 2011 brachte ihm internationale Aufmerksamkeit ein und zeigte seine Fähigkeit, Rock- und Geigenkünste zu vereinen. Und er unterstützte weiterhin aufstrebende Musiker, indem er als Juror bei den 9. jährlichen Independent Music Awards fungierte. Trotzdem blieb er kreativ und sang im Mai desselben Jahres zusammen mit dem deutschen Tenor Jonas Kaufmann im Finale der UEFA Champions League. Sein Album Music wurde 2012
unter seinem Namen veröffentlicht. Und 2014 ging er auf eine Crossover-Tournee, bei der er auf der Bühne eine Vielfalt an klassischer und moderner Musik präsentierte. In dem Bemühen, seinen kreativen Horizont zu erweitern, spielte Garrett 2013 die Hauptrolle in dem Film The Devil's Violinist, in dem er den großen Niccolò Paganini spielte. Im selben Jahr veröffentlichte er Garrett vs. Paganini. Paganini, ein Album, das von der Musik des Virtuosen inspiriert war und Eigenkompositionen wie Innovation, Furious, Serenity und Melancholia enthielt. Mit seinem Album Explosive aus dem Jahr 2015 festigte er seinen Ruf als Komponist und Interpret weiter. 3 Jahre später, im Oktober 2020, wurde ihm die Ehre zuteil, die deutsche Nationalhymne beim Großen Preis der Formel 1 in der Eifel zu spielen. Und ein paar Tage später veröffentlichte er Alive My Soundtrack, eine persönliche Zusammenstellung von Songs, die seine Reise durch die Musikindustrie beeinflusst hatten. 2017 veröffentlichte er eine Single namens Bittersweet Symphony, die eine Vorschau auf sein Album Rock Revolution war. Diese Single zeigte seine Fähigkeit, große Songs neu zu interpretieren. Vom Konzertsaal bis zur Leinwand, von Rock-Neuinterpretationen bis zu klassischen Meisterwerken zeigte David Garrett, dass Musik umfassend, lebendig, sich entwickelnd und grenzenlos ist, weil sie keine Grenzen kennt. Doch der Ruhm brachte auch eine Menge Stress mit sich, und hinter den Kulissen kämpfte David mit Problemen, von denen die meisten anderen nichts wussten. Und es waren seine persönlichen Probleme, die seine Erfolge zu überschatten begannen, als seine Karriere Fahrt aufnahm. Auswirkungen und Erbe. David Garretts Einfluss reicht weit über den Bereich der klassischen Musik hinaus. Er hat die Wahrnehmung der Geige verändert, indem er gezeigt hat, dass sie die gleiche Dynamik und Spannung wie eine Rockgitarre erreichen kann. Außerdem hat er die Kluft zwischen traditionellen Zuhörern und jüngeren Generationen überbrückt, indem er klassisches Können mit zeitgenössischen Genres verschmolz. Dadurch ist die klassische Musik zugänglicher und aufregender geworden. Die von ihm veröffentlichten Alben wie Encore, Explosive und Rock Revolution sind Beispiele für seine unverwechselbare Verschmelzung von Rock, Pop und klassischen Musikelementen. Darüber hinaus haben seine Interpretationen von Liedern wie Smells Like Teen Spirit und Vivaldi vs. Vertigo die Zuhörer aufhorchen lassen. Vertigo haben den Zuhörern die Tiefe und Kraft der klassischen Musik vor Augen geführt, die sie vorher vielleicht nicht wahrgenommen haben. Menschen aus der ganzen Welt sind fasziniert von Garretts Fähigkeit, traditionelle Stücke mit zeitgenössischer Sensibilität neu zu mischen. Als Geigenvirtuose hat er sich einen Namen gemacht, indem er an einigen der prominentesten Veranstaltungsorte der Welt auftrat, etwa bei den BBC Proms und bei Veranstaltungen des Europäischen Fußballverbands. Durch seine kreativen Aktivitäten, zu denen die Zusammenarbeit mit Legenden verschiedener Musikrichtungen und Auftritte mit renommierten Orchestern gehören, hat er gezeigt, dass die Geige nicht auf ein einziges musikalisches Universum beschränkt ist. Dies hat er durch sein künstlerisches Schaffen erfolgreich unter Beweis gestellt. Garretts Fähigkeit, ein junges Publikum anzusprechen, ist eine Quelle der Motivation für viele junge Künstler, die erfolgreich sein wollen. Außerdem haben sein Rockstar-Appeal und seine außergewöhnliche Technik die Geige wieder zu einem coolen Instrument gemacht. Garrett unterstützt junge Geiger dabei, ihr kreatives Potenzial auszubauen und die Grenzen der Musik zu erweitern, indem er ihnen die Möglichkeit gibt, an Seminaren, Auftritten und Mentoring teilzunehmen. Der Auftritt von Niccolò Paganini in dem Film Der Teufelsgeiger hat nicht nur die Aufmerksamkeit auf seine musikalischen Fähigkeiten gelenkt, sondern auch das Leben eines der besten Geiger der Welt einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Dies trug dazu bei, seinen Ruf als Musiker und Darsteller zu festigen, der in der Lage ist, historische Darstellungen mit einem Gefühl der Lebendigkeit zu versehen. David Garrett hat ein Vermächtnis hinterlassen,
das von musikalischer Originalität, Spannung und dem Überschreiten von Grenzen geprägt ist. Dieses Vermächtnis hinterlässt er durch seine Aufnahmen, Konzerte und die Inspiration, die er Künstlern bietet, die die Geige nicht nur als Instrument, sondern als uneingeschränkte Ausdruckskraft betrachten. Auch lange nach seinem Tod wird sein Einfluss noch spürbar sein. Garrett hat dafür gesorgt, dass die Geige in der modernen Welt weiterhin eine Rolle spielt, die dynamisch, robust und zeitlos ist. Dies gilt sowohl für die Geige in Konzertsälen und Stadien, als auch für das Schreiben klassischer Musik und für Rockmusikaufführungen. Was halten Sie von David Garretts Geschichte? Kannten Sie die Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert war, oder haben Sie dadurch eine Seite seines Lebens kennengelernt, die Sie nicht kannten? Sein Weg erinnert daran, dass jeder Mensch unter der Oberfläche von Ruhm und Erfolg seine eigenen persönlichen Kämpfe hat. Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit. Wenn Sie mehr über das Leben bekannter Künstler erfahren möchten, klicken Sie auf das Video, das Sie gleich hier sehen werden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm bitte einen Daumen nach oben, teilen Sie es mit Ihren Freunden und abonnieren Sie den Kanal für weitere Beiträge dieser Art. Ich freue mich, Sie zu sehen und hoffe, dass wir uns in Zukunft wiedersehen.